Jetzt habe ich ja meine Durandal schon eine ganze Weile und ich habe es euch noch gar nicht richtig vorgestellt, wie sie funktioniert. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahre alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. Und das möchte ich jetzt in diesem Video nachholen und möchte auch mal ganz kurz euch erklären, was so alles so dabei war, wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin und ich glaube, das schwankt doch inzwischen von Modell zu Modell, was genau dabei ist. Also einmal habe ich jetzt hier so eine kurze Pfanne, an der ich die Sachen drin brutzeln kann. Dann habe ich hier recht praktisch so einen Korb, den kann ich auch leicht öffnen. Da habe ich zum Beispiel jetzt schon Steaks reingelegt, hatte die vorher mit Schinken, Speck umwickelt, gewürzt, dann den Käfig zugemacht hier, ganz einfach verriegelt und ich mache mal die Dora auf. Dann sieht man hier, was auch noch dabei ist dieser Einsatz, wo ich die Sachen draufstellen kann. Und wenn ich aber diesen Käfig benutzen möchte, dann muss ich das ganz einfach hier einhängen. Und hier vorne seht ihr, da habe ich so ein Raster, wo ich das einhängen kann. Und dann dreht die sich automatisch, je nachdem, was ich für ein Programm einstelle. Ja, dann nehmen wir das mal kurz wieder raus. Dann habe ich weiter jetzt hier so einen flachen Einsatz, den ich da reinpacken kann. Das ist dieser etwas höhere Einsatz, der dabei ist. So. Dann habe ich hier diese Schaschlik-Späße. Das habe ich jetzt noch nicht verwendet. Die kann ich entsprechend hier aufspießen. Und schauen wir uns das mal hier an. Hier habe ich hier diese Trommel dabei, wo ich entsprechend die Pommes in der gleichen machen kann. Ich habe es jetzt erst kurz benutzt, aber das lässt sich auch ganz leicht reinigen. Also ich muss es jetzt mal kurz reinigen. Da werde ich euch nochmal einen Reinigungstipp unter dem Video reinstellen, wie man das ganz einfach reinigen kann, damit ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert. Ich schiebe mal kurz den Deckel rüber. Hier habe ich noch so einen praktischen Einsatz dabei. Da kann ich das auch wunderbar dann draufstellen. Und wenn ich den Korb öffnen will, dann habe ich das hier auch nochmal als Ablage. Wenn ich diesen Spieß hier rausnehme, dann kann ich ganz einfach da rausziehen. Dann könnte ich den einmal jetzt hier aufspießen. Seht ihr? Um den entsprechend für die Schaschlikspieße zu nehmen. Oder ich kann das Ganze auch ganz einfach hier aufspießen. Und hier das Gegenteil auf. Man kann da Hähnchen drauf oder auch Spießbraten habe ich da schon gemacht und das wird richtig lecker. Natürlich dann da wieder einsetzen und von der Größe her ist das dann beliebig, wie ich das machen kann. Ja, was ganz wichtig ist, ist hier dieser Greifarm, der dabei ist, weil irgendwie muss ich ja die Sachen, die ich hier reingepackt habe, rausnehmen können. Das kann ich ja wunderbar, wenn ihr es mal seht, hier mit diesem Greifarm machen, wenn es entsprechend heiß ist. So, jetzt nehme ich das mal ganz kurz beiseite. Hier habe ich einen recht praktischen Tipp, den ich euch geben möchte. Und das gibt ja hier diese Laufett Dauerbackfolie. Und die habe ich mir ein bisschen wegnehmen. Da habe ich mir hier diesen Aufsatz genommen und habe mir das entsprechend mit einer Schere eine Vorlage geschnitten und da kann ich wunderbar Brötchen und Biskuitteig oder auch Blätterteig kann ich da also Biskuitteig, Blätterteig, Pizza drauf zubereiten und dann da rein und da drauf backen. Und ihr habt überhaupt gar keine Schweinerei im Ofen. Der Ofen bleibt schön sauber, also ihr müsst nicht groß putzen. Und vom Putzen her, das ist ganz einfach das Teil rausgenommen und in den Geschirrspüler oder, ich sage im Großen und Ganzen, habe ich den bis jetzt immer so abgewaschen. Und ich musste den gar nicht groß in den Geschirrspüler tun.
Was ich mir mal noch dazu gekauft hatte, das war hier dieser Behälter für Toastbrot und für Eier. Für Toastbrot muss ich euch jetzt ehrlich sagen, die Toast, die werden nicht braun. Also da müsst ihr die wahrscheinlich ewig drin lassen, wenn ihr die braun haben wollt. Also dafür ist Geschmackssache, ob ich sage, ich will es einfach nur getoastet haben oder ich will auch die Farbe haben. Was ganz praktisch ist hier für die Eier, und ich würde sagen, das zeige ich auch ganz kurz, wie ich die Eier zubereitet, wie ich das mit Eiern gemacht habe. Der Einsatz kommt ganz einfach hier rein. So, dann habe ich hier mein Ei. Jetzt muss ich nichts anderes machen, als das Ei hier einfach reinsetzen. Also wenn ich mehrere Eier will, dann setze ich halt da 3, 4 Eier rein, je nachdem wie viele Eier ich haben möchte. Dann, also das Ei muss nicht angepiekst werden, gar nicht, einfach nur da reinsetzen. Und jetzt kann ich als nächstes hergehen und kann mein Gerät einschalten. Und da zeige ich euch jetzt mal die verschiedenen Funktionalitäten. Und zwar mit Start starte ich das ganz einfach. Ich kann jetzt hier auf Menü gehen, dann kann ich hier die einzelnen Programme durchklicken, je nachdem was ich haben möchte. Ihr seht, dann springt das hier immer um und ich sehe das jetzt auch nochmal grafisch, da das da Backen ist. Da oben habe ich jetzt Pizza, da habe ich Grill, da habe ich ja, im Prinzip meine Fleischspieße und ich kann das Ganze aber auch individuell steuern. Ich mache das jetzt im Menü nochmal. Na. So. Wenn ich das also zweimal jetzt gedrückt, dass es aus ist, wenn ich es individuell steuern möchte, so wie jetzt zum Beispiel für diese Eier, dann kann ich hier auf diesen Knopf drücken, dann sehe ich, dass das da blinkt. Und mit diesem Plus kann ich sagen, die Eier habe ich so erfahrungsgemäß jetzt 12 Minuten oder 13 Minuten. Je nachdem, wie weich oder wie hart ihr die Eier haben wollt. Also erst habe ich das da einmal angeklickt, dann hat das da angefangen zu blinken und dann habe ich hier mit dem Plus die Zeit eingestellt. So, jetzt brauche ich noch die Temperatur. Jetzt seht ihr, das blinkt das Temperaturthermometer und das ist der Vorführeffekt. Jetzt, okay, weiter blinken und die Eier brauche ich bis 180 Grad und dann stücke ich das Ganze auf Start. Wenn ihr jetzt individuell so die Zeit und Temperatur alles einstellt und ihr wollt zum Beispiel den Drehspieß verwenden, dann müsst ihr zusätzlich noch auf Roll drücken. Weil das Rollprogramm habe ich hier in der Automatik drin. Wenn ich es per Hand anwähle, ist es nicht automatisch drin, dann drücke ich das Roll dazu. Aber ich habe jetzt hier ein Ei, was ich jetzt kochen möchte und sage ich jetzt mal 81 Grad, 14 Minuten und ich drücke auf Start und das Ganze beginnt. Also ihr habt gesehen, ich habe das Ei so einfach reingetan auf diesen Einsatz und ohne das Ei anzuspießen, ohne das Ei irgendwie Wasser, lasse ich das da drinnen brutzeln. So, wir kommen jetzt allmählich dem Ende entgegen. Ich habe schon mal die Kamera wieder zugeschaltet, damit ihr jetzt auch den Ende seht, wie das Ganze jetzt entsprechend weitergeht. So, jetzt habt ihr das Akustiksignal gehört und jetzt kann das ganz einfach hier geöffnet werden. Zum Schließen, wenn ihr das wieder zumachen wollt, seht ihr, wenn ihr jetzt hier drückt, da geht nichts. An der Seite, könnt ihr jetzt ein bisschen schlecht sehen, aber an der Seite ist so ein Hebel, das drückt man runter, dann ist das wieder locker und dann kann man hier wieder zumachen. Aber wir wollen jetzt hier unser Ei rausholen und wollen unser Ei begutachten. Da habe ich hier so einen schönen Handschuh, ich sage mal mein Schnabbi. Und mit dem kann ich jetzt hier wunderbar da rein und kann mir das Ei rausholen. Und was ich jetzt als Klasse dabei finde, wenn ich mich morgens fertig mache, bevor ich dann ins Bad marschiere, mache ich das Ding gerade auf, hole die Eier raus, packe die da rein, stelle die Zeit an und gehe ins Bad. Und wenn ich vom Bad zurückkomme, ist das Ei alles fix und fertig. Das Ganze jetzt ist ein Ei-L und das kam aus dem Kühlschrank. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ei jetzt beschaffen ist. Und ich schlachte es. Also es ist wirklich jetzt noch heiß.
Aber ihr seht, das Ei ist richtig super. Ich zoome euch mal etwas ran und versuche das mal jetzt wieder da scharf zu stellen. Jo. Seht ihr, das ist genau auf den Punkt. Und wer es jetzt etwas weicher haben möchte, das waren jetzt 14 Minuten, der probiert es mit 13 Minuten. Das könnt ihr so ein bisschen immer selber ausprobieren. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept.